Hallo, wie Sie mit EasyFeedback eine Umfrage anlegen und sich in Ihrem EasyFeedback-Account strukturieren, zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Bevor es losgeht, benötigen Sie natürlich einen Account. Wenn Sie noch keinen Account bei EasyFeedback angelegt haben, klicken Sie einfach auf Umfrage erstellen hier oder hier. Da können Sie sich einen Account anlegen. Sobald Sie sich einen Account angelegt haben, kommen Sie dann auch schon in die Übersicht von EasyFeedback rein. Und hier sind alle Ihre Befragungsprojekte aufgelistet. Das Ganze ist sortiert in Vorbereitung, laufend und beendete Umfragen. Wenn Sie nun eine neue Umfrage anlegen möchten, klicken Sie einfach hier oben auf den Button Neue Umfrage anlegen und wählen Sie nun aus, ob Sie mit einer leeren Umfrage starten möchten oder ob Sie mit einer von unseren Vorlagen starten möchten. Wir bieten zu verschiedensten Themen wie Mitarbeiterbefragung, Kundenbefragung, 360-Grad-Feedback, Event- und Seminarumfragen, Marktforschungsbefragen, Formulare, Fragebögen, Studentenbildungswesen, Aktuelles oder auch Quizzes und Tests jede Menge Vorlagen an. Alle Vorlagen, die Sie hier sehen, sind kostenlos und können von Ihnen individuell auch bearbeitet werden. Das heißt, nutzen Sie das als Inspirationsquelle oder nutzen Sie die Vorlagen, um darauf aufzubauen, beziehungsweise diese leicht auch inhaltlich anzupassen für Ihren eigenen Use Case. Wir starten jetzt einmal mit einer leeren Umfrage exemplarisch. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Arbeitstitel zu vergeben. Das ist ein interner Titel für Sie. Wir können eine Sprache auswählen. Das heißt, welche initiale Sprache soll diese Umfrage haben? Bei dieser Sprache geht es darum, dass so die Buttonbeschriftung, Fehlermeldung etc., diese ganzen Systemtexte halt bereits vorübersetzt sind für Sie. Und Sie können, wenn Sie in einem höherwertigen Tarif sind, wo Sie mit verschiedenen Teams arbeiten, können Sie hier direkt auswählen, in welchem Team diese Umfrage zugeordnet werden soll. Ich nehme jetzt mal meine Umfragen und klicke auf Anlegen. Nachdem wir auf Anlegen geklickt haben, wird die leere Umfrage angelegt und wir landen direkt im Fragebogen-Editor. Wie das jetzt hier weitergeht, sehen Sie in einem anderen Video. Jetzt geht es erstmal darum, dass wir eine neue Umfrage angelegt haben. Wir kommen jetzt hier oben wieder zurück auf die Übersicht und hier in der Übersicht sehen wir nun unsere neue Umfrage. Sie haben jetzt mehrere Möglichkeiten, sich hier zu strukturieren. Fangen wir erstmal an, was Sie alles denn hier mit der Umfrage machen können. Sie können natürlich ganz klassisch hier draufklicken, dann gelangen Sie wieder in den Fragebogen. Hier auf der rechten Seite haben Sie die Möglichkeit, direkt in die Einstellungen zu springen, in den Bereich Teilnehmer einladen oder auch in die Ergebnisse. Und hier wird Ihnen angezeigt, der Benutzer, der diese Umfrage angelegt hat. Das waren wir jetzt in dem Fall. Hier oben ist unser Name, deswegen wird er hier eingetragen. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über das Dreipunktmenü diese Umfrage 1:1 kopieren. Sie können auch laufende Umfragen kopieren. Sie können diese Umfrage aber auch 1:1 abspeichern als Vorlage. Wenn Sie die Umfrage als Vorlage abspeichern, wird der jetzige Stand abgespeichert. Nach dem Abspeichern sehen Sie denn hier das grüne Vorlagensymbol, dass diese Umfrage als Vorlage gespeichert ist. Kleine Info dazu. Wenn Sie jetzt am Fragebogen weiterarbeiten, werden die Änderungen nicht in die Vorlage übernommen. Die Vorlage ist immer eine Momentaufnahme. Wenn Sie die Vorlage aktualisieren möchten, wie zum Beispiel hier, weil Sie an der Umfrage noch arbeiten, klicken Sie einfach auf Vorlage löschen und danach klicken Sie wieder auf als Vorlage speichern. Somit aktualisieren Sie für sich selber die Vorlage. Genau. Als nächstes haben wir die Möglichkeit, eine Umfrage zu verschieben. Das bedeutet, wir sehen jetzt alle Umfragen hier in einer Übersicht, weil wir hier oben diese Admin-Ansicht haben aus einem höherwertigen Tarif und wir die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Teams oder auch Ordnern zu arbeiten. Und wenn wir jetzt diese Umfrage in ein anderes Team oder einen anderen Ordner verschieben möchten, haben wir dazu hier die Verschieben-Funktion. Da klicken wir jetzt drauf und können halt sagen, wohin wollen wir das Ganze verschieben. Zum Beispiel in den Ordner sensible Inhalte, in den Kundenordner oder in den Bitte nicht löschen Ordner oder in das HR-Team. Also damit verschieben Sie die Umfragen und strukturieren sich hier auf der linken Seite. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, ein Label zu vergeben. Labels sind dafür da, um die Umfragen auszuzeichnen. Zum Beispiel geben wir was Neues an. Nehmen wir nicht löschen, weil diese Umfrage nicht gelöscht werden darf. Gehen wir hier auf Rot. Das visualisiert das sehr gut. Haben wir das und nehmen wir noch ein zweites Label für DSGVO. Das heißt, das bedeutet für uns, Achtung, hier müssen wir auf die DSGVO achten und machen das Ganze mal blau. Wenn wir jetzt in die Übersicht zurückkommen, können wir nun dieser Umfrage
ein Label zuordnen und da klicken wir auf Labels. Hier haben wir unsere neuen Label und wir sagen, das ist auf jeden Fall DSGVO und nicht löschen, klicken auf Speichern und dann bekommt diese Umfrage 2 Labels. Die Labels sind nicht nur dafür da, dass wir es auszeichnen können, um uns damit zu organisieren, sondern wir können auch danach filtern. Klicken Sie einfach auf ein Label drauf, dann filtert sich die Ansicht nach allen Umfragen, die dieses Label haben. Alternativ können Sie natürlich auch direkt suchen, wenn Sie wissen, was Sie suchen. Geben Sie einfach ein, Arbeitstitel, dann bekommen wir nur die Umfragen angezeigt mit dem Titel. Wir haben hier oben weiterhin die Möglichkeit, auch hier nur unsere DSGVO-Umfragen oder Nicht-Löschen-Umfragen zu filtern. Das ist auch möglich. Und wir haben hier die Filterfunktion. Das heißt, wir können es einmal alle Umfragen anzeigen lassen. Alle, die der Easy Feedback GmbH zugeordnet sind. Der Messe sind keine zugeordnet. Und hier unten NA, das sind die keine weitere Zuordnung haben, wird Ihnen hier nochmal als Information angezeigt. Zudem haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, die Sortierung hier zu ändern, je nachdem, wie es denn für Sie am besten passt. Genau, und diese Umfrage wollen wir jetzt verschieben und wir verschieben diese jetzt mal in den Ordner Kunden. Da klicken wir hier rein, wählen Kunden aus, speichern das Ganze und haben Sie jetzt hier unter Kunden in die Teamansicht Kunden gesetzt. Das hier sind die Teams und aber auch die Unterordner. Da gehe ich nochmal in einem anderen Video drauf ein, wie das funktioniert. Das heißt, Sie können sich hier, wenn Sie mit Ihrem Unternehmen und mit mehreren Benutzern zusammenarbeiten, strukturieren und verschiedene Teams anlegen und die Benutzer in den Teams zuordnen. Und die Benutzer sehen dann nur die Umfragen, die auch diesen Teams zugeordnet sind, wie zum Beispiel diese Umfrage hier. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, ich gehe jetzt mal auf alle oder meine Umfragen zurück, eine Massenaktion durchzuführen. Und dazu können wir hier vorne einfach die Checkboxen anwählen. Und sobald wir eine Checkbox angewählt haben, kriegen wir dieses Aktionsmenü. Und wenn wir darauf klicken, haben wir die Möglichkeit, eine Massenaktion des Verschiebens durchzuführen. Das heißt, wir wollen 3 Umfragen gleichzeitig verschieben. Wir wollen 3 Umfragen gleichzeitig mit einem Label ausstatten. Oder wir wollen die Ergebnisse von 3 Umfragen in einer Datei mit einem einzelnen Tabellenblatt oder mit mehreren Tabellenblättern exportieren. Hier oben ist ein kleiner Hinweis, weil die oberen beiden Umfragen keine Ergebnisse haben. Die können wir nicht exportieren, sondern nur da, wo auch Ergebnisse vorhanden sind. Um jetzt eine Umfrage denn zu löschen, haben wir ebenfalls die Möglichkeit, hier mehrere auszuwählen und auf Löschen zu klicken oder aber auch hier rechts einzeln. Und damit das Löschen nicht einfach zu schnell passiert, müssen Sie jetzt hier das Wort Löschen eintragen. Und erst wenn Sie Löschen eintragen, ist es auch möglich, die Umfragen zu löschen. Genau. Alternativ, um sich noch ein bisschen zu strukturieren, wenn Sie sagen, okay, wir hätten gerne die Umfragen aus der Übersicht raus, wollen Sie aber doch nicht löschen, gibt es halt auch die Möglichkeit, diese hier ins Archiv zu packen. Und dann haben wir hier im Archiv noch sozusagen ein Archiv, wie man es halt auch nennt, wo denn die Umfragen aufbewahrt werden können. Genau. Und als letzte Möglichkeit, wenn Sie mit mehreren Benutzern zusammenarbeiten, gibt es hier unten noch dieses Notizenfeld. Das bedeutet einfach, dass Sie hier eine Notiz oder einen internen Hinweis oder eine Verlinkung auf interne Support-Mitarbeiter oder hinterlegen können, sodass jeder, der sich bei Easy Feedback einloggt, auch auf diese Notizen hier unten zugreifen kann, um ein bisschen Kommunikation intern zu betreiben. Das war's zur Übersicht, zum Anlegen neuer Umfragen und wie Sie sich hier strukturieren können.